Hallo zusammen. In diesem Video sehen wir uns einen Temperaturregler an. Dieses Modell heißt W14L. Auf dem Gehäuse steht W880, aber das ist das Modell dieses Gehäuses. Innen befindet sich der Temperaturregler W14L. Dieses Modell ist für 12 Volt ausgelegt, das heißt, die Stromversorgung des Temperaturreglers beträgt 12 Volt. Die Last kann jedoch über diese zwei gelben Kabel geschaltet werden, einen 220 Volt Heizer anschließen. Auf dem Gehäuse steht auch, dass er 10 Ampere bei 220 Volt schalten kann. Aber innen ist ein Relais, ich habe es geöffnet und nachgesehen, es ist für 5 Ampere Dauerstrom und 15 Spitze. Daher sollte man nicht dauerhaft 10 Ampere, also 2,2 Kilowatt, anschließen. Für dauerhaft 1 Kilowatt ist er zu 100% ausgelegt. Der Temperatursensor befindet sich hier am Kabel, seine Länge beträgt 1 Meter. Man kann ihn verlängern, es passiert nichts Schlimmes. Und hier kann man diesen Sensor auch kalibrieren. Das heißt, wenn Sie ihn verlängert haben und eine Temperaturabweichung auftritt, kann er kalibriert werden. Und jetzt zeige ich, wie er eingerichtet wird und wie er funktioniert. Wir legen die Stromversorgung an. Schwarz minus. Er leuchtete sofort auf. Hier werden 3 Temperaturen auf dem Display angezeigt. Das ist die aktuelle Temperatur. 15,8 ist es gerade im Raum. Hier ist der Sensor, hier ist seine Temperatur. Links ist die Temperatur, bei der sich der Thermostat einschaltet. Rechts, bei der er sich ausschaltet. Gerade ist unser Thermostat ausgeschaltet. Wir stellen die Temperatur so ein, damit er sich einschaltet. Grün ist ausgeschaltet, Rot ist eingeschaltet. Das heißt, bei Rot sind die Kontakte, diese beiden Kabel geschlossen, das Relais ist eingeschaltet. Die untere Temperatur stellen wir zum Beispiel auf 22 Grad ein. Bei dieser Temperatur oder darunter, jetzt ist die Temperatur niedriger, schaltet sich der Thermostat ein. Und bei 34 schaltet er sich aus. Das heißt, wenn der Thermostat, der Sensor, sich auf 34 Grad erwärmt hat, kann man ihn niedriger einstellen und ihn mit der Hand erwärmen, um zu sehen, wie er klickt. Hier, wir halten den Sensor. Er wird die Temperatur von 26 Grad erreichen und schaltet sich dann aus. So reduzieren wir es, damit es schneller geht. So auf 23 Grad erhitzt. Der Sensor hat ausgelöst. Der Thermostat hat die Stromversorgung unseres Heizers unterbrochen. Und jetzt fällt die Temperatur. Sie wird auf 22 Grad fallen. Und der Thermostat schaltet sich wieder ein. Wenn Sie möchten, dass er zum Kühlen arbeitet, tauschen Sie einfach die Temperaturen aus. Dies wird die niedrigere Temperatur sein, dies die höhere. Und dann funktioniert es umgekehrt. Das heißt, er heizt sich auf 28 Grad auf, die Kühlung schaltet sich ein, kühlt auf 23 ab und schaltet sich aus. Das heißt, er kann bei umgekehrter Temperatur arbeiten. Es gibt hier auch zusätzliche Funktionen. Die erste Funktion ist die periodische Einschaltung. Das heißt, er wird zyklisch arbeiten. Die erste Zeit ist die Zeit, für die die Heizung eingeschaltet wird. Die zweite Zeit ist, nach wie langer Zeit sie sich einschaltet. Das heißt, in diesem Modus, wie er jetzt eingestellt ist, schaltet sich die Heizung für 1 Minute ein, dann schaltet sie sich aus und bleibt 10 Minuten lang ausgeschaltet. Und dann schaltet sie sich wieder für 1 Minute ein. Und so wird es in einem Zyklus weiterlaufen. Das heißt, man kann es bis zu 99 Minuten einschalten. Eingeschaltet haben wir 5 eingestellt, wird es 5 Minuten lang eingeschaltet sein, 10 Minuten lang ausgeschaltet. So funktioniert Modus F1. Der nächste Modus ist die zeitgesteuerte Einschaltung. Das wird bei uns in F2 eingestellt. Die Zeit hier ist 30, das ist Minuten. Auf der rechten Seite werden Minuten, 30 Minuten eingestellt. Auf der linken Seite werden Stunden eingestellt. Man kann die Einschaltung des Heizgeräts nach Zeit einstellen. Zum Beispiel möchten Sie es einschalten für 2 Stunden 30 Minuten. Sie haben 2 Stunden 30 Minuten eingestellt und die Heizung hat sich eingeschaltet. Sie wird 2 Stunden lang arbeiten. 30 Minuten, danach schaltet es sich aus. Das nächste Programm bei uns ist F3. Es zeigt, nach wie langer Zeit sich die Heizung einschaltet und dauerhaft arbeitet. Das heißt, wir können 30 Minuten einstellen. Und auf dieser Seite die Stunden. 1 Stunde 30, 2:30. Jetzt leuchtet es grün.
Der Thermostat ist ausgeschaltet. Dies ist die zeitgesteuerte Einschaltung. Das heißt, nach 2 Stunden 30 Minuten schaltet sich der Thermostat ein und arbeitet ständig, bis Sie die Einstellungen ändern. Das war's. Danach geht der Betriebsmodus nach Temperatur wieder von vorne los. So funktioniert dieses Modell. Jetzt zeige ich, wie man sie kalibrieren kann. Dazu müssen wir die Stromversorgung unterbrechen. Um ins Einstellungsmenü zu gelangen, müssen wir die Set-Taste gedrückt halten. Und dann den Thermostat mit Strom versorgen. Set gedrückt halten. Wir versorgen ihn mit Strom. Und hier ist unsere Temperaturkorrektur. Wenn Ihr Sensor falsch anzeigt, es Ungenauigkeiten gibt, dann kann man kalibrieren. Entweder ins Minus oder ins Plus. Um die Einstellungen zu speichern, müssen wir die Stromversorgung wieder unterbrechen und wieder einschalten. Und der Timer schaltet sich dann ein. Auch dieser Thermostat verfügt über einen Selbsttestmodus. Dazu drücken wir 2 Tasten, nach oben und unten auf der linken Seite. Wir versorgen ihn mit Strom. 100, er hat sich selbst getestet und eingeschaltet. 101. Als nächstes geben wir unsere Einstellungen ein. 102. Auch alle Einstellungen am Thermostat können Sie zurücksetzen. 103, die werkseitigen Einstellungen vornehmen, die ursprünglich hier waren. 104, dazu müssen wir die beiden Tasten rechts, diese Pfeile gedrückt halten. Wir halten sie gleichzeitig gedrückt. 106 und schalten die Stromversorgung ein. 107 und alle Einstellungen wurden zurückgesetzt. 108, alles, was wir zuvor eingestellt hatten, alles. 109 wurde gelöscht. So funktioniert dieser Thermostat. 11. Vielen Dank fürs Zuschauen. 12. Auf Wiedersehen.